the children to church. Also sie bringt ja die Kinder mit in die My little Gemeinde. niece would come running to me and give me a hug and say, Uncle Johnny, happy Sabbath. Die kleinen Kinder kamen und sagten, guten Morgen Onkel, ist schön dich zu sehen, Happy Sabbath. And then she's walking to her Sabbath school class. Und dann gehen sie in die Sabbatschulklassen für die Kinder. I was thinking, Und ich dachte mir, will this girl become a Christian one day wird dieses kleine Mädchen eines Tages ein Christ sein, if her father is not a believer? wenn der Vater kein Gläubiger ist? God began to stir my heart. Gott hat mein Herz bewegt. Don't be righteous. Hey, sei nicht so selbstgerecht. Pray for them. Bete für sie. So I make covenant to pray with another couple. My wife and I, we begin to pray with another couple for my brother-in-law. Und wir haben uns mit anderen zusammengetan, noch einem Ehepaar, meine Frau und ich, und wir haben hier gemeinsam für sie gebetet. He's a typical Australian. Er ist ganz typischer You Australier. know, they like the drink, they like the outdoor. Trinken Alkohol, They drop the children to church. sie bringen die Kinder in die Gemeinde. Maybe special day they'll come, like Father's Day, Ja, zum Christmas. Vatertag oder Weihnachten kommen sie in den Gottesdienst. After praying for 3 months, Nachdem wir für 3 Monate für sie I gebetet remember haben, getting ready for church. ich wollte mich fertig machen für I was die putting on Gemeinde. my tie, Und ich habe hier meine Krawatte and gefunden. I sensed God saying to me, Und Gott sagte mir, gab mir diesen Eindruck, this Sabbath, your brother-in-law coming to church. hey, heute kommt dein Schwager in die Gemeinde Ask him for Bible study. und frage ihn, ob er Bibelstunden haben möchte. Like, what? Und ich sagte, was? No. Nein. We're family. Hey, wir sind doch Familie. We don't go to somebody and say, do you want Bible study? Ich frage ihn doch nicht, ob er Bibelstunden haben möchte. That's kind of weird. Das ist ja voll komisch. What if he say no? Was ist, wenn er Nein sagt? The next family gathering was a little bit awkward. Und dann die nächste Familientreffen, die wir haben, wird dann ganz I komisch said, sein. ask the pastor. Frag doch den Prediger, dass er fragt. God said, no, you're the one praying. Und Gott sagt mir den Eindruck, sagte, nein, du bist No, go derjenige, ask the der elder. Na, frag doch den Ältesten. God said, you're the elder of Und the Gott sagt, church. aber du bist doch der Älteste der Gemeinde. So Sabbath school is over. Church worship is coming to the end. Und der Gottesdienst kommt jetzt zum Ende. God said, come on, ask him. Und Gott sagt, komm hierher, jetzt frag ihn. I feel comfortable. Ich fühle mich da nicht It's so wohl. weird. Das ist doch voll komisch. So worship is over. So, Gottesdienst ist vorbei. He was sitting at the back in the children room with the little girl, Und er war da im Mutter- und Kindraum mit den Kindern and he carried my niece and was walking away. und hat die Kinder mitnehmen wollen und wollte schon weitergehen zum Auto. Then he looked at me. Und er hat mich angeschaut. Johnny, Hey Johnny, is it okay sometime we can read the Bible? ist es okay, wenn wir mal irgendwann die Bibel gemeinsam lesen? I was like shocked. Ja, nein, das ist Schock. He didn't say, is it okay to give me Bible study? He said, okay sometime to read the Bible. Natürlich sagt er nicht, kann ich mal Bibelstunde haben, er sagte, könnte ich mal mit dir irgendwie die Bibel lesen. I said, yeah, sure. Oh, this is- yeah. We can study we can read the Bible. Wir können die Bibel gemeinsam lesen. God looked at me, Und Gott hat irgendwie angeschaut. you chicken. Hey du Hühnchen, You don't open your mouth. du machst deinen Mund nicht auf. I make him talk. Ich mache doch alles, was möglich ist. So I remember Und ich erinnere mich, in the car park, am Parkplatz. and he dropped the children to Sabbath school. Er hatte die Kinder zur Kindersabbatschule gebracht. We studied the Bible together. Und wir haben Bibelstunden, also Bibel gemeinsam studiert. God put the people group in my heart. Gott hat eine Menschengruppe auf mein Herz gelegt. We began to pray Wir haben gebetet. after 9 months of study. Nach 9 Monaten, wo wir zusammen studiert haben, He was baptized. wurde er getauft. Amen. Amen. There's power in prayer. Da gibt es so viel Kraft im Gebet. Are you praying for somebody? Betest du für jemanden? Maybe it's your children that left the church. Vielleicht für die Kinder, die die Gemeinde verlassen. Maybe it's your niece, your nephew. Vielleicht sind es Verwandte, Enkelkinder. Maybe it's you're praying for your grandchildren. Vielleicht für die Großenkelkinder. Don't give up. Bitte, hör nicht auf. Be persistent. Bleib dran. Be consistent. Bleib dran. Nehemiah chapter 1 to Nehemiah chapter 2 is 4 months according to the calendar. Zwischen den Kapitel 1 und 2 nach Nehemiah sind es 4 Monate. Nehemiah pray consistently, persistently. Und mir bleibt am Gebet dran. Even in chapter 2 verse 4 when the king asked him what do you want, he prayed first. Und dann in Kapitel 2, Vers 4, wo der König fragt, was möchtest du, dann betete er You see, erst it's mal. not that God is not listening. Es ist nicht so, dass Gott nicht He zuhört. knows your Er heart. kennt dein He Herz. knows your burden. Er weiß deine He Last. just wants to align your heart with his Aber er heart. möchte, dass dein Herz sich mit seinem Herzen verbindet. He's preparing you. Er bereitet dich He vor. needs you to be part of the solution. Und er möchte, dass du Teil der Lösung Maybe bist. you need to make that invitation to your family. Vielleicht musst du die Einladung an deine Familie machen. Maybe to your neighbor. Vielleicht an deinen Nachbarn. Maybe you need to go to that mission field. Vielleicht musst du ins Missionsfeld. Er meint dich. Not because he doesn't have power. Nicht, weil er nicht Kraft hätte. He has power. Er hat sie. He's just waiting for you Aber er wartet auf dich. to
line your heart with his heart. damit dein Herz mit seinem Herz in Verbindung kommt. That was prayer does to us. Align our hearts with Jesus. Das ist genau das, was Gebet macht, unser Herzen mit Jesus, seinem Herzen zu verbinden. Nehemiah prayed and prayed and prayed. Und Nehemia betete und betete und betete. You know, God began to change his life. Hat das Leben von ihm verändert. You know, not only he was baptized, not only my brother was baptized, his eldest son was baptized. Nicht nur mein Schwager wurde getauft, sondern auch sein Sohn wurde getauft. And my niece got baptized. Und auch die Tochter wurde getauft. I had a blessing to study the Bible with them. Und ich habe das Segen gehabt, mit ihnen die Bibel gemeinsam zu studieren. You know, children in our church, Wisst ihr, die Kinder in unserer Gemeinde? there's only certain things parents could do, Es ist ein paar Dinge, die Eltern tun können. isn't it? There's only certain things parents could do. Nur gewisse Dinge, die Eltern tun können. But for their spiritual growth, Aber für das geistliche Wachstum they need a spiritual body to help brauchen them to sie grow. eine geistliche Person, wo sie noch wachsen können. Not their parents only, Und das ist nicht nur die Eltern, somebody else. noch jemand zusätzlich. My niece and nephew are precious to me. Meine Kinder vom Schwager sind sehr besonders für mich. My niece and nephew, they are precious to me, so I spend the time as a spiritual body to them. Und meine Neffen sind so besonders für mich. Ich habe geistliche Zeit mit ihnen verbracht. Maybe God is calling you to be a spiritual body. There's some children in this Und church. vielleicht solltest du so ein geistlicher Partner für jemanden in der Gemeinde werden. Because the children will listen to the friend sometimes more than the parents regarding spiritual Hören matters. die Kinder mehr auf die Freunde wie auf die Eltern. Especially In Bezug auf das when Geist. they're teenager level. Ganz besonders natürlich in der Teenagerzeit. Do you understand what I'm saying, parents? Versteht's, Eltern, oder? Was ich meine? Look for spiritual bodies for your children. Schaut euch aus nach geistlichen Personen Ist in der important. Gemeinde. Das ist ganz wichtig. You know, the third point. Dritter Punkt. Come with me to verse 11 in Nehemiah chapter 1. In Kapitel 1 in Nehemia Vers 11. The first point we talk about was people group. Erster Punkt war Menschengruppe. The second point we learn about is prayer. Das zweite, was wir gelernt haben, ist das Gebet. Prayer is preparing ourselves. Das Gebet bereitet mich selbst The vor. third point is personal involvement. Und das dritte ist die persönliche Involvierung. Look at verse 11. Schaut mal Vers Oh 11. Lord, I pray, please let your ear be attentive to the prayers of your servant and to the prayer of your servants who desire to fear your name, and let your servant prosper this day. I pray and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten, und lass es doch deinem Knecht heute gelingen. Und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Nehemiah is aware that the very person that is the obstacle for the rebuilding of Jerusalem was the king himself. Nehemia wusste ganz genau, dass das Hindernis, um Jerusalem wieder aufzubauen, der König selbst You see, war. when the Persian king passed the decree cannot change. Denn wenn der persische König etwas gesagt hat, dann konnte das Gesetz nicht mehr verändert werden. Remember Daniel chapter 6 Da about kommt ja Daniel Daniel in the Kapitel lion's 6 den? mit dem König des wo der Daniel in die Löwengrube gesetzt The wurde. decree doesn't change. Ein Gesetz kann nicht mehr verändert werden. 160 years have gone by, the city of Jerusalem remained in the ruins. 160 Jahre sind vorbeigegangen, Jerusalem war immer noch in Ruinen. The 70-year prophecy of Jeremiah, the 70 years prophecy of Jeremiah has passed. Die Prophezeiung von Jeremia über die 70 Jahre sind schon vorbei. God needs his people to go back there. Und das Volk sollte eigentlich wieder zurückgehen. Nehemiah is raised up. Nehemia wird gerufen. But the king is the problem. Aber der König ist das Problem. The king is his boss. Das ist doch gar nicht sein Boss. Do you have a problem with your boss sometimes? Hast du manchmal ein Problem mit deinem Boss? Very difficult, Sehr schwierig. very demanding. Er fordert viel von dir. His words are like the law of the company. His words, what? His words are like the law of the land of the company. Und seine Worte sind so wie das Gesetz für die Firma. Nehemiah has this problem. Nehemia hat dieses Problem. It's almost like an impossible problem. Es scheint wie eine unmögliche Lösung zu sein. But he prayed for 4 months. Aber er betet für 4 He Monate. said, God, what do I do? Gott, was soll ich tun? And God created an opportunity. Und Gott machte eine Möglichkeit. But it involves his job. Aber es hat was mit seiner Arbeitsstelle zu tun gehabt. The Bible said, for I was the king's